Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Eine lästige Erkältung kann niemand gebrauchen, weshalb wir pünktlich zum Winterbeginn unsere Abwehrkräfte stärken wollen und unseren eigenen Ingwer-Shot herstellen werden. Denn Ingwer-Shots sind der Erkältungskiller schlechthin. Das Tolle daran ist, dass jeder diesen Ingwer-Shot selber zu Hause herstellen kann, unabhängig davon, ob er eine Entsaftermaschine hat, einen Hochleistungsmixer oder nicht. Deshalb zeige ich euch jetzt in diesem Video zum einen verschiedene Versionen des Ingwer-Shots und zum anderen auch verschiedene Möglichkeiten, diesen Immunbooster selber herzustellen. Wir fangen mit der Version an, die jeder zu Hause selber herstellen kann, selbst wenn er keinen Hochleistungsmixer oder einen Entsafter hat. Er braucht lediglich eine ganz normale Küchenreibe. Damit werden wir den frischen Bio-Ingwer und den frischen Bio-Kurkuma reiben. Sehr wichtig, dass alle Zutaten immer von Bio-Qualität sind, denn wir wollen ja keine Pestizide mit aufnehmen. Und zum anderen sind Bioprodukte sehr viel vitalstoffreicher. Ingwer und Kurkuma werden jeweils mit der Schale geraspelt, weil die meisten Vitamine immer direkt unter der Schale sitzen, weshalb es nicht notwendig ist, diese zu schälen. Jetzt kommen diese beiden geraspelten Zutaten einfach in ein Sieb und werden kräftig angedrückt und der Saft so aus ihnen herausgepresst. Zwar ist die Ausbeute auf diese Weise natürlich sehr gering, aber immerhin, und ich wollte euch damit einfach nur zeigen, wie man es auch machen kann. Sobald der Saft restlos ausgedrückt ist, wird die nächste Zutat verarbeitet und das ist die Zitrone. Die wird einfach auf herkömmliche Weise ausgedrückt, in meinem Fall hier jetzt mit meiner tollen, stabilen, manuellen Edelstahl-Saftpresse. Den Trester von Ingwer und Kurkuma, den heben wir auf, den gebe ich am nächsten Morgen in meinen täglichen Smoothie. Der fertig gepresste Zitronensaft kommt jetzt einfach hier dazu. Damit haben wir den Saft von 3 Basiszutaten des Ingwer-Shots schon hergestellt und jetzt kommt ein kleiner Teelöffel Bio-Honig hinzu, sodass dieser selbstgemachte Ingwer-Shot eine süße Note bekommt und auch richtig lecker schmeckt. Abgesehen natürlich auch von seiner heilenden Wirkung. Ja, und damit haben wir schon unseren ersten richtigen, gesunden, leckeren Ingwer-Kurkuma-Shot hergestellt. Zwar ist der auf diese Weise hergestellte Ingwer-Kurkuma-Shot nicht besonders ergiebig und die Arbeit, die damit verbunden ist, ist relativ aufwendig, aber immerhin, was tut man nicht alles für die Gesundheit? In der nächsten Version werden wir den Hochleistungsmixer benutzen, und zwar den Vitamix, und dazu benutzen wir jetzt auch wieder frischen Bio-Kurkuma, Bio-Ingwer, Zitrone wie immer und diesmal einen Apfel dabei. Alles natürlich auch wieder von Bio-Qualität. Die Zitrone habe ich hier geschält. Der Apfel kommt aus unserer Gartenkolonie, ist also noch gesünder als jetzt gekaufter Bio-Apfel. Der gibt diesen Ingwer-Shot natürlich auch seine Süße. Ingwer und Kurkuma und dann hatte ich vergessen zu filmen, natürlich noch schwarzen Bio-Pfeffer hinzuzugeben. Das Piperin im schwarzen Pfeffer erhöht die Bioverfügbarkeit der Kurkuma-Wurzel. Ein klein wenig von meinem dampfdestillierten Wasser kommt noch hinzu, damit wir das Ganze besser pürieren können. Und das geht im Vitamix natürlich richtig fix. Mashallah, denn dieser Hochleistungsmixer zählt zu den besten Hochleistungsmixern auf dem Markt. Und sobald wir das getan haben, kommt das Ganze jetzt in einen Nussbeutel und wird damit filtriert. Wir spülen nochmal mit etwas von dem dampfdestillierten Wasser aus, damit auch nichts von diesen wertvollen Zutaten verloren geht. Und dann wird dieser Nussbeutel einfach richtig gründlich ausgepresst und seines wertvollen Saftes entledigt. Und wichtig natürlich hier, dass man die Handschuhe trägt, denn Kurkuma hat die unangenehme Eigenschaft, dass es sehr stark abfärbt. Ja, und schon ist unser leckerer Ingwer-Shot fertig, der jetzt auch hier in diesem Fall wieder richtig lecker schmeckt, weil eben die Süße vom Apfel dabei ist. Ingwer und Zitrone sind wahre Immunbooster. Ingwer ist eine außergewöhnliche Heilpflanze, die Schmerzen und Entzündungen lindert. Und er kann auch bei Arthritis, Multipler Sklerose, Übergewicht und Erkältung hilfreich sein. Insgesamt wurden im Ingwer 6 Schadstoffe identifiziert. Diese wirken unter anderem entzündungshemmend, antibakteriell, antiviral sowie antioxidativ. Auch erweitern sie die Blutgefäße, wirken also durchblutungsfördernd. Dominierend sind die beiden Schadstoffe Gingerol und Chagraol, die laut einer Studie chronische Krankheiten verbessern, umkehren oder auch ganz und gar verhindern können. Während die Schulmedizin sich noch nicht lange mit der Erforschung der medizinischen Eigenschaften von Ingwer befasst, setzen traditionelle chinesische, indische und japanische Heiler das Rhizom der tropischen Staude schon seit Jahrtausenden bei einer ganzen Reihe unterschiedlichster Beschwerden ein. Dazu gehören laut einer Studie Schmerzen aller Art, chronischer Husten, Fieber,
Übelkeit während der Schwangerschaft, Migräne, rheumatische Gelenkbeschwerden wie Arthritis und Arthrose, Verrenkungen, Krämpfe, Verdauungsbeschwerden wie Völlegefühl, Durchfall und Verstopfung, Infekte, Bluthochdruck, Demenzerkrankungen. Ingwerwurzel hat antioxidative und antientzündliche Eigenschaften und wirkt direkt auf den Magen-Darm-Trakt. Darmgase werden beseitigt und die Magenentleerung wird beschleunigt. Zudem gibt es Hinweise, dass Übelkeit und Brechreiz zusätzlich durch die Wirkung auf das zentrale Nervensystem und die Hemmung von Serotoninrezeptoren reduziert werden. In der nächsten Version habe ich jetzt folgende Zutaten benutzt, und zwar Apfel, Ingwer, Zitrone und Mandarine. Die Kurkuma-Wurzel hatte ich zu dem Zeitpunkt gerade nicht vorrätig. In diesem Fall hier benutze ich jetzt meine elektrische Slow Juicer Maschine, der Tribest Greenstar Pro, der auch zu den besten Slow Juicern auf dem Markt gehört. Damit entsafte ich mir jeden Morgen meinen Wildkräuter-Gemüsesaft. Mein Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Der Vorteil von solch einem hochqualitativen elektrischen Slow Juicer mit Edelstahlwalzen ist unter anderem der, dass man mit ihm auf schnelle, bequeme Weise große Mengen an gesunden Säften herstellen kann, ohne dass dabei Oxidation entsteht, wie dies bei Zentrifugalentsaftlern passiert und wie dies natürlich auch im Vitamix entsteht. Deshalb ist natürlich diese Methode mit dem Slow Juicer die gesündeste und beste Methode, den Ingwer-Shot herzustellen, weil hier die meisten Vitalstoffe und gesunden Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Denn durch die Slow Juicer Technologie findet so gut wie keine Erwärmung statt, die den empfindlichen Enzymen und einigen Vitaminen schaden könnte, und im Gegensatz zu einem Zentrifugalentsafter oder dem Vitamix, bei denen durch die hohe Drehgeschwindigkeit sehr viel Sauerstoff in den Saft gelangt, wodurch die Oxidationsgefahr steigt, kann dies bei einem Slow Juicer nicht passieren, bei dem die wertvollen Vitalstoffe erhalten bleiben. Deshalb ist die Entsaftungsmethode mit dem Slow Juicer natürlich die gesündeste Methode, einen Ingwer-Shot herzustellen. Und am wirkungsvollsten und vorteilhaftesten für die Gesundheit wäre es natürlich, diesen Ingwer-Shot sofort zu konsumieren. Zwar könnte man ihn natürlich auch im Kühlschrank in solch einem Glas aufbewahren und bis zu 5 Tage dort lagern, aber je länger er gelagert wird, umso mehr der Vitalstoffe verliert er. Deshalb wäre es natürlich ideal für die Gesundheit, sich täglich solch einen Ingwer-Shot frisch herzustellen und dann natürlich vorzugsweise mit solch einem hochwertigen Slow Juicer und diesen direkt danach zu konsumieren. Bei dieser Version mit dem Slow Juicer habe ich dann wieder den Kurkuma vorrätig gehabt und hier habe ich dann auch den schwarzen Pfeffer hinzugegeben, der die Bioverfügbarkeit des Kurkumas erhöht. Der antibakteriell wirksame Ingwer kann vor Infekten schützen und helfen, gesund durch den Winter zu kommen. Die heilende Wurzel wärmt von innen, fördert die Durchblutung und stärkt dadurch die Abwehr. Auch wirkt Ingwer schleimlösend und gegen Husten. Wie sehr Kurkuma Entzündungsprozesse hemmt und antioxidativ wirkt, bei Arthrose und bei Diabetes hilft und den Cholesterinspiegel senken kann, unter anderem, das hatte ich euch alles schon in dem Video zur goldenen Milch erklärt, das kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Die Zitrone ist eine insgesamt äußerst vitalstoffreiche Frucht. Aufgrund ihres hohen Vitamin-C-Gehalts verfügen sie über eine starke antioxidative Kraft. Jedoch enthalten sie neben Vitamin C noch ein ganzes Sammelsurium höchst gesunder sekundärer Pflanzenstoffe, wozu unter anderem die verschiedensten Polyphenole zählen, wozu auch die Flavonoide Naringenin und Hesperetin gehören. Zahlreiche Studien zeigten, dass diese Stoffe eine antioxidative Wirkung haben, den Körper vor erbgutschädigenden Substanzen schützen, das Immunsystem stärken, gegen Entzündungen wirken, den Blutzuckerspiegel senken und demzufolge viel zur Gesunderhaltung beitragen können. Zitronen schützen auch das Herz, senken das Krebsrisiko und sind eine Wohltat fürs Gehirn. So wird die Zitronen-Knoblauchkur zum Beispiel zur Entkalkung der Blutgefäße und allgemeinen Regeneration durchgeführt. Mein Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Viele der wertvollen Vitalstoffe der Zitrone finden sich vor allem in der Schale, weshalb es beim Entsaften mit dem Slow Juicer zu empfehlen ist, die gesamte Zitrone mit der Schale zu entsaften. Zitrusfrüchte und auch Äpfel gehören zu jenen Lebensmitteln, die am meisten Pektide enthalten und die zur Entgiftung von Schwermetallen wie Arsen und Cadmium beitragen unter anderem. Doch diese sitzen bei der Zitrone im weißen Teil der Zitronenschale. Und auch die Bitterstoffe sind ein wahrer Booster für die Gesundheit, die ebenfalls in der Zitronenschale sitzen. Auch hier wieder ein Grund mehr, den Slow Juicer zu besitzen, um diesen wertvollen Ingwer-Shot herzustellen.
Würde man den Ingwer-Shot im Vitamix herstellen, könnte man nicht die Schale der Zitrone da hineingeben. Denn auf diese Weise püriert würde sie den Geschmack sehr negativ beeinflussen. Während wenn die ganze Frucht im Slow Juicer entsaftet wird, dies interessanterweise auf den Geschmack keinen negativen Einfluss hat. Der gesunde Ingwer-Shot ist nicht nur im Winter ein wirksames Mittel gegen Halsschmerzen und Erkältungen. Man könnte und sollte sich ihn jeden Tag zubereiten. Das hat übrigens auch die Lebensmittelindustrie erkannt, weshalb sich diese auch schon in den Supermärkten etabliert hat, allerdings meist zu saftigen Preisen. Und natürlich erhitzt, um ihn länger haltbar zu machen, auf Kosten der Nährstoffe. Stattdessen können wir uns diesen Zaubertrank selber herstellen, denn ein frisch gemachter Ingwer-Shot stärkt das Immunsystem, hilft gegen diverse Arten von Unwohlsein, gibt Energie und kurbelt den Stoffwechsel so gut an, dass man den morgendlichen Kaffeekonsum reduzieren oder sogar einstellen kann. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit Freunden und Bekannten, damit dieser Kanal fortbestehen kann. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.